Seien Sie wieder begrüßt, liebe Zuhörer. Wir wollen ja über die aggressive Haltung der amerikanischen Außenpolitik mit denen diskutieren. In Bezug auf Afghanistan sagen wir nur so viel, dass wir künftig in Afghanistan weitere Konfliktpotenzial haben. Diese Konfliktpotenzial entstehen dadurch, dass die Amerikaner in Afghanistan ihre eine Politik nie überdenken hätten. Die Amerikaner haben ihre Politik in Afghanistan nur im Sinne der Pakistaner betrieben und die Amerikaner haben nie versucht, wie gesagt, zum wiederholten Mal sagen wir, nie versucht, die Amerikaner den Terrorismus in Afghanistan ernsthaft zu bekämpfen. Dies bedeutet, dass die Amerikaner einerseits den Terrorismus in Afghanistan quasi in Worten bekämpfen wollen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Amerikaner sehr, sehr viele zahlreiche terroristischen Banden in Pakistan produzieren und finanzieren. Darüber haben wir mit ihnen diskutiert. Das Schlimmste an der Sache ist ja, dass die Amerikaner versuchen, die annektierten Gebiete im Grenzgebiet zu Pakistan natürlich für gefährliche Gebiete zu erklären und die Menschen in diesen Gebieten zu terrorisieren und die Menschen natürlich an deren Menschenrechten und deren demokratischen Menschenrechte zu hindern, in Pakistan eigene Wege, eigene politische Richtungen auszuwählen. In diesen Gebieten sind natürlich zahlreiche Organisationen vorhanden, die Autonomie wollen, die natürlich ihr Recht ausüben wollen, die natürlich ihre Befreiung von der pakistanischen terroristischen Regime haben wollen, so dass die Amerikaner diesen kann man natürlich in Keim stecken und dies ist kein gutes Zeichen für die Amerikaner. Und es ist natürlich auch kein gutes Zeichen für die Bildung des großen Afghanistans, natürlich, nämlich GAM. Das heißt, die Afghanen müssen natürlich langfristig sich auf eine Konfrontationslinie mit der Pakistaner sich einstellen müssen. Dazu sind die gezwungen. Denn die Pakistaner sind aufgrund dieser außenpolitischen Haltung der Amerikaner nicht bereit, den Afghanen entgegenzukommen und die annektierten Gebiete freiwillig freizuräumen und diese Menschen, die natürlich für Aktivität, für Autonomie und Selbstbestimmung kämpfen, deren Rechte natürlich freiwillig hier zu geben und den Menschen zumindest das Recht einzuräumen, ihre eigene politische Richtung, ihre eigene Freiheit, ihre eigene politischen Kampf auszuwählen. Denn es sind im Gegenteil. In Pakistan werden natürlich zahlreiche Menschen tagtäglich ermordet. Zahlreiche politische Organisationen verbieten und werden verboten und zahlreiche Menschen werden natürlich in Gefängnissen gesteckt. Da, wo die Amerikaner anwesend sind, wir erinnern die Amerikaner an deren Grundsätze für die Einhaltung der Menschenrechte, Demokratie und Menschenrechte. Wir erinnern die Amerikaner an deren Taten in Jugoslawien und gegenüber der Positionellen in Iran und in Sudan und so weiter, wo sie immer behauptet hätten, dort werden die Menschenrechte massiv verletzt und die demokratischen Organisationen werden dort verboten und dort die demokratischen Organisationen werden dort schlecht behandelt und massiv deren Arbeit verhindert. Wir erinnern die Amerikaner, dass die dort, das wir bereits erwähnt haben, dort sind die teilweise die Amerikaner militärisch präsent gewesen und dort haben die natürlich kriegerische Auseinandersetzungen
aufgenommen mit den sogenannten, mit den Verantwortlichen diese verletzenden Rechte. Nur in Afghanistan, in Grenzgebiet zu Pakistan und Pakistan selbst, sind die Amerikaner mit beiden Augen blind und die sehen quasi diese Machenschaften der pakistanischen Terroristenregierung nicht. Stattdessen versuchen die Amerikaner neue Fronten gegen die Iraner zu öffnen. Entschuldigung, lieber Zuhörer. Aus diesem Grunde wollen wir den Amerikanern sagen, die Amerikaner müssen ja natürlich, bevor die anderen Fronten für die Errichtung demokratischer Rechte der Iraner zu eröffnen, müssen die erst einmal eigene Häuser, dort wo ihre eigenen Marionetten anwesend sind, wo ihre eigenen Marionetten das verletzen, wofür die Amerikaner weltweit stehen. Nämlich die Verletzung der Menschenrechte natürlich auf massive Art und Weise, so dass wir die Amerikaner daran erinnern, dass die Amerikaner eigene Hausaufgaben nicht gemacht hätten und die Amerikaner mussten ja natürlich erst einmal diese Verpflichtungen wahrnehmen und denn eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Afghanistan und Pakistan ist ja in einer nahen Zukunft natürlich zu erwarten und diese Auseinandersetzung ist natürlich im objektiven Sinne vorhanden und die Afghanen werden natürlich für die Befreiung ihrer annexierten Gebiete alles in die Wege leiten, was die natürlich für nötig halten und was die natürlich in diesem Zusammenhang den Afghanen helfen könnten. So, dass wir die Politik der Amerikaner für diese Konfrontation zwischen Afghanistan und Pakistan verantwortlich machen. Die Amerikaner haben ihrerseits natürlich die Pakistaner natürlich nie darauf hingewiesen, dass die Politik der Pakistaner gegenüber der Pashtun und Baluchen dazu führen kann, dass die beiden Staaten natürlich in eine kriegerische Auseinandersetzung hineingezogen werden, dass die Afghanen werden natürlich in diesem Zusammenhang gezwungen sein, mit den Indien eine solche Allianz gegen die Pakistaner zu bilden. Und dies wäre natürlich würde natürlich eine fatale Folgen mit sich ziehen und diese muss ja den Amerikanern schon heute klar sein, denn eine solche kriegerische Auseinandersetzung würde natürlich auch die Interessen der Amerikaner in der Gegend gefährden und die Interessen der Partner der Amerikaner in der Gegend gefährden, so dass die Amerikaner schon heute versuchen müssen, für die Beruhigung der Lage, für die Stabilisierung der Lage heute zu sorgen, indem die Amerikaner die Pakistaner unter Druck setzen, dass die Pakistaner ihre Politik grundsätzlich ändern, dass die Pakistaner mehr isoliert werden, dass die Pakistaner natürlich von Grey List in die Blacklist natürlich übertragen werden. Die Amerikaner müssen natürlich von sich aus versuchen, die Pakistaner zu isolieren. Denn was die Pakistaner bis jetzt getan haben, natürlich, was für Dienste die Pakistaner bis heute für die Amerikaner erwiesen haben, natürlich müssen ja natürlich für die Amerikaner genug sein. Und ab heute müssen ja die Amerikaner versuchen, die Gefährdung ihrer Interessen, die Gefährdung ihrer Zwecke in Afghanistan zu vermeiden. Denn langfristig sind ja diese Anzeichen da, dass die Interessen der Amerikaner langfristig natürlich gefährdet werden könnten und auch in diesem Zusammenhang werden wir sagen, dass die Anwesenheit in Afghanistan natürlich gefährdet werden sein kann, denn die Chinesen, die Russen und die Iraner und andere Staaten in der Gegend sind ja ebenfalls in diese Richtung aktiv und die wollen ebenfalls natürlich nicht, dass die Amerikaner ihre Interessen in Afghanistan stabilisieren und ihre Zwecke erreichen, strategische Zwecke natürlich verfolgen können.
Wir wollen natürlich keineswegs Konfrontation mit den Amerikanern selbst, denn die Amerikaner sind ja als Großmacht hier für die Afghanen natürlich notwendig, und die Afghanen sehen in die Amerikaner als ernsthafter Partner für Frieden und Stabilität in der Gegend. Und sind natürlich, die Amerikaner sind für die Afghanen unverzichtbar, aber nur insoweit, so lange die Amerikaner die Interessen der Afghanen wahren, die für Frieden und Stabilität selbst in Afghanistan sorgen, denn diese Frieden und Stabilität ist ja, wie bereits mehrfach erwähnt, ist ja im Sinne der Amerikaner, im Interesse der Amerikaner und im Interesse der Amerikaner und ihrer Partner in Zentralasien und Südostasien. Die Amerikaner können natürlich dort, wo ihre Interessen verfolgen, nicht nur dieses Teil des Zentralasiens natürlich immer wieder instabil halten, um ihre eigenen Interessen zu erreichen, eigene Profite zu erreichen. Aus diesem Grunde bitten wir die Amerikaner eine Überwindung der Politik, eine Umdenkung deren Politik in Bezug auf Afghanistan, in Bezug auf Iran, in Bezug auf Pakistan vor allem. Gegenüber Pakistan muss ja die Amerikaner die Politiker, die außenpolitischen Berater von Präsident Trump muss ja versuchen, im eigenen Präsident in Sache Pakistan davon zu überzeugen, dass das weiter Betreiben des gleichen außenpolitischen Tatsachen für Amerikaner natürlich schädlich sein können. Und dies ist natürlich nicht im Sinne der Amerikaner. Und die außenpolitischen Berater des Präsidenten muss natürlich den Präsidenten darauf hinweisen, dass die in Afghanistan eine andere Politik gegenüber den Kriegswar und Mujahideen überdenken sollen, dass diese Politik auch nicht im Sinne der Amerikaner ist, ja, dass diese Kriegsherren und Warlords natürlich langfristig auch eine Gefahr für die Amerikaner darstellen können. Liebe Zuhörer, wir machen eine ganz kleine Pause und machen wir gleich weiter.